Zu unserer 17. Ausgabe von Tuck Talk begrüße ich Sie heute in der Bar Ausgleich in der Mensa der Reichenhainer Straße. Hier findet im Nebensemester die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten statt. Dabei werden die Studierenden von den Beschäftigten des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes TU4U unterstützt. Als Projektkoordinatorin ist unser heutiger Gast dabei besonders auf eine qualitativ hochwertige Lehre auf Augenhöhe zwischen Lehrenden und Lernenden bedacht. Frau Dr. Maria Worf studierte als gebürtige Karl-Marx-Städterin Pädagogik sowie Anglistik und Amerikanistik an der TU Chemnitz. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Magisterstudium begann ihre Zeit im Berufsfeld der Erwachsenenbildung. Dabei unterrichtete sie zunächst als freie Dozentin, bis sie im Jahr 2007 eine Stelle an unserer Universität annahm. In dieser Laufbahn erlangte sie zudem den Doktortitel und weiß als Mutter von 3 Kindern, wie sie andere begeistern und inspirieren kann. So engagiert sich Frau Dr. Worf als Koordinatorin des Projektes TU4U, um Studierenden optimale Lehrbedingungen bieten zu können. Sie selbst möchte aber vor allem dazu beitragen, die Rolle von Lehre und Forschung an der Universität stärker auszubalancieren. Hallo Maria, willkommen bei Tuck Talk. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. TU4U ist ja an sich kein klassisches Forschungsprojekt, aber was genau verbirgt sich denn dann dahinter? Ja, das ist richtig. TU4U ist kein Forschungsprojekt, eher ein Gestaltungsprojekt, das im Rahmen des Qualitätspakt Lehre gefördert wird. Der Qualitätspakt Lehre ist ein Förderprogramm, das vom WMBF mit dem Ziel der Verbesserung der Studienbedingungen und der Qualität in der Lehre an den Hochschulen lanciert wurde. Es ist so, dass an der TU Chemnitz mit einem ganz ordentlichen Fördervolumen insgesamt 2 Projekte daraus gefördert werden. Unser Schwesternprojekt Lehrpraxis im Transfer mit der Zielgruppe der Lehrenden und wir als Einzelprojekt mit der Zielgruppe der Studierenden. Und so haben wir, denke ich, einen ganz guten und ganzheitlichen Ansatz, um Veränderungsprozesse in puncto Lehre und Studium wirklich nachhaltig auch zu gestalten. Veränderungsprozesse gehen ja bekanntermaßen nicht von jetzt auf gleich, sodass das BMBF auch einen relativ und für Forschungsprojekte eher untypischen Förderzeitraum von insgesamt 9 Jahren ermöglicht hat. Vielleicht noch eine weitere Besonderheit, dass auch unsere Mitarbeiter nicht an einer Professur angebunden sind, sondern im sogenannten Third Space. Das ist also der Raum zwischen den Fakultäten auf der einen Seite und der Verwaltung auf der anderen Seite. Und das ist immer ein recht spannendes Aufgabenfeld, auch eine ganz interessante Rolle für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bietet viel Aufgabenmöglichkeiten, viel Spielraum, viel Gestaltungs- und Innovationsmöglichkeiten. Das macht eine Menge Spaß. Aber welche Aufgaben betrifft es denn genau? Natürlich hat unser Projekt auch Zielsetzungen, die ganz eng auch verknüpft sind mit den Zielvereinbarungen und der Hochschulentwicklungsplanung der TU Chemnitz. Es ist so, dass eine Zielstellung ist die Senkung der Studienabbruchquoten, die Erhöhung der Studierendenzahlen innerhalb der Regelstudienzeit, die Verbesserung der Studienbedingungen insgesamt, aber auch die Schaffung von innovativen Beratungs- und Betreuungsformaten. Da haben die Fakultäten anfangs mit sehr punktuellen Maßnahmen bedarfsorientiert versucht, Lösungen zu finden für diese doch sehr großen Fragestellungen. Wir sind aber mittlerweile dazu übergegangen, stärker die Übergangssituationen der Studierenden im Student Lifecycle in den Blick zu nehmen und dort ganz spezifisch zu gucken, welche Lebensentscheidungen stehen an jeder Übergangsphase wirklich an und wie kann man die wirklich sinnvoll begleiten, um zu einem Studienerfolg zu kommen. Aber genau diese Übergänge sind doch bei jedem Studierenden sehr individuell. Ist es da nicht schwierig, allen gerecht zu werden? Das ist es tatsächlich. Individuelle Übergänge, so heißt ja auch das Projekt, das ist ganz richtig, aber die sind genauso individuell, wie beispielsweise auch Lernprozesse individuell sind. Und die Bildungshintergründe unserer Studierenden, die sind ganz vielfältig und ganz verschieden. Und das ist auch gut so. Es ist aber wichtig, dass wir uns darauf einstellen und keine One-Size-Fits-All-Lösung bringen können, sondern es ist zum Beispiel so, dass gerade am Übergang von Schule in das Studium hinein ein Arbeiterkind ganz andere Fragen und Voraussetzungen hat, als es beispielsweise ein Akademikerkind hat. Das Tolle wiederum an diesen Übergangssituationen, dass die wahnsinnig lernhaltig sind und dass man ganz viele Kompetenzen und Skills für sein zukünftiges Leben und für zukünftige Übergangssituationen auch mitnehmen kann. Und genau das ist auch das, was wir versuchen, in unseren Beratungen, in unseren Workshops, in unseren Maßnahmen zu stärken, diese Kompetenzen zur Gestaltung von künftigen Übergängen. Ja, aber mit welchen Angeboten können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TU4U die Studierenden unterstützen?
Es geht schon vor dem Studium los, nämlich dann, wenn wir uns für ein Studium orientieren müssen, wenn die Entscheidung für ein Studium ansteht. Und hier ist es so, dass häufig die Studieninteressenten noch überhaupt keine Idee haben, welches Studium passt denn zu mir. Das wiederum ist verbunden mit der Frage, was sind eigentlich meine Stärken und was sind meine Schwächen. Und genau das versuchen wir in Studienorientierungsworkshops beispielsweise auch herauszufinden, gemeinsam mit den Studieninteressenten. Das ist das eine. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, es ist wichtig, erstmal in das Studium hineinzuschnuppern, zu gucken, wie ist tatsächlich der Übergang, wie ist es anders im Vergleich zu dem, was die Schülerinnen und Schüler kennen, nämlich in der Schule. Und da bieten wir mit dem Schnupperstudium eine sehr, sehr gute Möglichkeit an. Dort haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, über 8 Wochen hinweg mal so richtig in echte Vorlesungen, echte Seminare reinzuschnuppern und da mal mitzumachen. Und dann natürlich noch einige fachbezogene Veranstaltungsformate wie die Roboschool, ein ganz, ganz etabliertes Format. Das ist so ein Robotikcamp für Schülerinnen und Schüler. Dann haben wir noch in der Chemie das Schülerlabor Chemie oder die Maschinenbauer haben ihre Schülerwerkstatt Maschinenbau und das läuft ganz, ganz erfolgreich. Ja, und dann geht es los mit dem Studium. Aber was ist denn eigentlich für einen gelungenen Studienstart wichtig? Es ist wichtig, dass es eine schnelle und eine gelungene Integration in das akademische Leben erfolgt. Das kann man auf der einen Seite fachlich unterstützen. Das tun wir mit beispielsweise unseren Brückenkursen, die wir für beinahe 5 Fakultäten mittlerweile anbieten. Wir tun es aber auch mit Online-Angeboten, also Online-Brückenkurse für die jetzt erst später in das Studium einsteigen. Die können so einen Online-Brückenkurs wahrnehmen. Aber es gibt beispielsweise auch über ein Mentoring-Programm, was wir an 5 Fakultäten auch mittlerweile anbieten, das sogenannte Start Smart Mentoring, wo ganz einfache, grundlegende Fragen von Experten, nämlich den bereits bestehenden Studierenden, beantwortet werden für die Neueinsteiger quasi. Tja, und dann ist man gut ins Studium gestartet, aber was ist denn, wenn man während des Studienverlaufs noch Hilfe benötigt? Ja, da haben wir auch eine Reihe von Angeboten ins Leben gerufen. Ein ganz, ganz wichtiges, fachnahes Angebot sind unsere Lernräume, die wir für die Physik, für die ETIT, für die Informatik und die Chemie und vor allem für alle mathematikbezogenen Lehrveranstaltungen anbieten. Hier können die Studierenden in einem hierarchiefreien Raum einfach zusammenkommen, können sich selbstständig Lerngruppen, selbst organisiert Lerngruppen bilden. Es besteht aber trotzdem die Möglichkeit, den Tutor, der immer im Raum noch mit anwesend ist, mal Fragen zu stellen. Wenn bei der einen Matheübung oder bei der Hausaufgabe doch noch mal Schwierigkeiten bestehen, dann können Sie den gerne konsultieren. Du hast ja eingangs auch schon das heikle Thema Studienabbruch erwähnt. Warum entscheiden sich denn Studierende dafür und wie kann man dem vielleicht vorbeugen? Ein großes Thema, der Studienabbruch. Die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Es gibt strukturelle Gründe, es gibt organisatorische Gründe, es sind oft fachliche Gründe, es sind aber auch sehr oft private Gründe. Es gibt auf jeden Fall nicht den einen Grund für den Studienabbruch, sondern es ist ein sehr, sehr komplexes Geflecht aus Entscheidungsfaktoren und wir haben da auch nicht direkten Einfluss auf dieses tatsächliche Modell von Studienabbruch, genauso wenig wie wir Einfluss haben auf den Studienerfolg. Was wir aber gelernt haben und was wir wissen, ist, dass ein gelungener Studienstart tatsächlich ein positiver Einflussfaktor ist auf Studienerfolg. Und was wir auch gelernt haben, dass eine frühzeitige und bewusste Entscheidung für ein spezifisches Studienfach ein positiver Prädikator ist für Studienerfolg. Und das ist halt genau das, was wir in unseren Beratungen mit unterstützen und wo wir hinwollen. Die UVU ist ja auch hinter den Kulissen aktiv und unterstützt den Prorektor für Lehre und Internationales. Dort bewegt sich ja aktuell auch einiges. Was ist denn da aktuell los? Ja, wir sind da sehr aktiv und arbeiten an einigen Projekten gemeinsam mit dem Prorektor für Lehre und Internationales. Das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man im Third Space aktiv ist. Da kann man viele Dinge aus einer anderen Perspektive, aus einem kleinen Space heraus anstoßen, initiieren und eben auch gestalten. Und das bietet wirklich viele Vorteile. Das aktuell wichtige Projekt, was gerade auch ganz, ganz eng mit den Zielvereinbarungen mit der Hochschulentwicklungsplanung der TU Chemnitz verknüpft ist, ist Studienerfolg Pro. Hier läuft aktuell die zweite TUC-Panel-Studierendenbefragung und hier wünschen wir uns natürlich eine große Teilnahme, also gleich hier nochmal der Aufruf an alle Studierenden, wirklich teilzunehmen, uns auch Daten zu liefern, sodass wir auch empirisch gucken können, wie tatsächlich ist denn der Studienerfolg an der TU Chemnitz und wie können wir vielleicht auch noch besser mit ganz spezifischen Präventions-, Betreuungs-, Beratungsmöglichkeiten auf den Studienerfolg positiv Einfluss nehmen. Das ist das eine. Ich habe
den Bereich der Systemakkreditierung schon so ein bisschen damit angedeutet, denn das TUC-Panel ist gleichzeitig auch ein ganz wichtiges Qualitätssicherungsinstrument, was dann in die Systemakkreditierung mit einfließen soll und nachhaltig auch die Qualitätsentwicklung an der TU Chemnitz mitstützen soll. Dazu sind wir auch Teil in der Taskforce Qualitätsmanagement. Wir arbeiten aktiv am Leitbild Lehre mit. Wir sind aktuell auch in dem Arbeitskreis Kompetenzorientierung mit beteiligt, wo gerade eine Handreichung zur Kompetenzorientierung in der Lehre erarbeitet wird. Und vielleicht das spannendste und auch aktuelle Projekt, was gerade lanciert wurde, ist unsere Landingpage Studieren in Chemnitz, die jetzt seit dem Tag der offenen Tür Anfang Mai online gegangen ist. Und das besonders Tolle darin ist eigentlich, dass unsere ganze Beratungsexpertise in diese Landingpage mit einfließen konnte und wir den Studienverlauf in der Landingpage sehr, sehr gut auf einer virtuellen Plattform zeigen konnten und viele Fragen, die Studierende und Studieninteressierte an ein Studium haben, dort schon beantworten konnten. Ich denke auch, das jüngste Hochschulranking hat gezeigt, dass die TU Chemnitz von den Studierenden durchaus positiv bewertet wird. Danke, dass du uns einen Einblick in dieses außergewöhnliche Projekt gewährt hast. Vielen Dank. In der Juni-Ausgabe von TUC Talk wird unser Rektor Prof. Dr. Gerd Strohmeier erneut zu Wort kommen. Dabei geht es unter anderem um die Verstetigung der Lehramtsausbildung, den Fortgang des Großforschungsprojektes MERGE sowie einige Veranstaltungsformate wie die TUC Sommernacht. Wie immer können Sie uns Ihre Fragen dazu gern per E-Mail zukommen lassen. Tschüss und bis bald!